willkommen zu einem weiteren Video, einem ganz besonderen Video hier aus der Brickworld, hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar beginnt heute der Umzug. Das bedeutet, der erste Häuserblock, den wir schon lange daran gearbeitet haben, abseits der Brickworld, die noch drüben in alten Räumen steht, wird heute umziehen. Als allererstes, ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Wir werden sehen, ob die Modularität, die ich geplant habe, auch so funktioniert, wie ich das Ganze mir vorgestellt habe. Wir werden schauen, ob das Ganze heil hier ankommt. Ich muss ja ein bisschen das mit dem Auto hierher fahren, einmal ums Grundstück herum, um von der anderen Seite es hier hochtragen zu können. Ist leichter als mittendurch. Und wir werden auch schauen, wie wir das mit der Verkabelung machen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen das aussägen müssen, denn wir haben ja ein, zwei Zugänge in den Untergrund, der auch noch irgendwann kommen wird. Das machen wir natürlich, bevor wir oben drauf die Stadt anfangen zu bauen. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und es ist ein ganz besonderer Tag. Ich hoffe, euch gefällt es. Ihr bleibt dran. Wir machen gleich ein bisschen Werbung und dann geht's los mit dem ersten Take beim Thema Umzug der Brickworld in die neuen Räumlichkeiten. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Seid dabei. Ich würde mich freuen. Und das ist der Teil der Stadt, den ich als erstes umziehen möchte. Das heißt, wir haben ja hier unseren Häuserblock, an dem wir einige Zeit schon gearbeitet haben. In letzter Zeit nicht so viel, weil ich ja, wie gesagt, die Vorbereitungen drüben fertigstellen wollte, dass wir überhaupt umziehen können. Und das hier ist in mehreren Modulen aufgebaut. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen in den einzelnen Livestreams, in einzelnen Videos. Und das werde ich jetzt auseinandernehmen, in die einzelnen Module, rüberbringen in die neuen Räumlichkeiten und das als erstes drüben aufbauen. Dann müssen wir auch noch ein paar Löcher in die Platte bohren. Ihr seht ja hier zum Beispiel der Durchgang in die U-Bahn, als auch hier hinten. Man sieht es jetzt nicht so gut, denke ich, oder vielleicht doch hier hinten. Der Durchgang in der Bank nach unten, das muss noch in die Platte gesägt werden. Dazu muss das Ganze erstmal drüben sein, damit ich ganz genau weiß, wohin das Ganze kommt. Dann brauchen wir noch Löcher für die Verkabelung, die nach unten geht, für die Beleuchtung. Und dann werden wir auch heute in diesem Video mal schauen, wie wir überhaupt das ganze Thema Verkabelung etc. unter dem Tisch angehen werden. Da habe ich mir ein paar Ideen gemacht, mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Und ansonsten würde ich sagen, wir bauen das jetzt hier auseinander, bringen es rüber und schauen, wie es drüben aussieht. Und hier seht ihr die erste Fuhre an Elementen dieses Häuserblock-Moduls. Ich habe das tatsächlich einfach nur hier reingelegt, denn ihr wisst es vielleicht aus vorherigen Videos, das ist nicht so weit der Weg. Ich bin einfach vorsichtig gefahren. Ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal so zu machen, ohne jetzt irgendwie groß was einzupacken, um einfach auch zu schauen, ob es funktioniert und Zeit zu sparen. Wundert euch nicht, dass das Auto relativ dreckig ist. Es wurden noch einige Sachen damit transportiert und dann bin ich über Feldwege damit gefahren, also nicht wundern. Ansonsten seht ihr, dass hier einige Teile vom Häuserblock schon drin sind, auch der vordere Teil mit der Straße und diesem Gehweg mit dem U-Bahn-Eingang, weil das sind eigentlich zwei Module, die Straße eigentlich ein einzelnes Modul und das hier vorne nochmal ein einzelnes. Ich habe es jetzt zusammengelassen, weil es an sich auch sehr stabil ist und ja, muss man jetzt nicht unbedingt trennen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, ist auch leicht zu tragen. Und jetzt werden wir das Ganze hochtragen und schauen mal, ob es auch oben auch heil ankommt. Stehen die ersten Steine in der neuen Brickworld, also der Häuserblock mit der Straße davor. Wir können uns das Ganze jetzt mal kurz so ein bisschen in der Totalen anschauen. Dann seht ihr schon mal, was für einen Unterschied das Ganze platztechnisch macht. Ihr seht, da hinten wird der Bahnhof stehen, dahinter die Gleise. Hier drüben ist noch gar nichts von den alten Sachen drin. Und jetzt machen wir uns erstmal daran, dass wir hier die ersten Dinge lösen, die gemacht werden müssen. Das heißt, wir werden hier die Öffnung reinschneiden, auf jeden Fall schon mal. Ebenso auch hier innerhalb der Bank. Und wir müssen noch die Löcher reinbohren, um die Kabel, die jetzt momentan noch hier vorne raushängen, direkt nach unten bringen zu können, um dann unten die Verkabelung für die Beleuchtung machen zu können. Wenn das alles fertig ist, dann können wir das hier final zusammenstecken. Alle anderen Module, die wir noch haben, die liegen jetzt übrigens, ich gehe mal mit euch darüber, die liegen gerade noch hier, habe ich schon mit rübergebracht. Die kommen dann noch oben drauf, ist alles heil angekommen. Und dann können wir hier ja, das Licht anmachen zum allerersten Mal. Ich bin auch gespannt und ich würde sagen, ich mache mich jetzt an die restlichen Holzarbeiten hier für dieses Stückchen Stadt und dann schauen wir uns gleich an, wie das Ganze aussieht. So, das Ganze ist vorbereitet. Ihr seht, hier ist die Öffnung
für den U-Bahn-Eingang. Das war relativ einfach, weil tatsächlich das auch nicht irgendwie Probleme gemacht hat mit der Stützkonstruktion darunter. Denn ganz wichtig ist, als ich sowohl das Gebäude als auch den Straßenabschnitt geplant habe, drüben noch, war noch gar nicht sicher, wie genau die Tische hier drüben gebaut werden, welche Maße die Elemente haben werden etc. Deshalb ist es ein Glücksfall, dass das geklappt hat. Weniger einfach war es tatsächlich hier, denn ihr seht, hier ist eines der Bretter, die unten die Konstruktion halten, unter dem Durchgang, der von der Bank nach unten gehen wird. Ist aber nicht das große Problem, denn die Treppe geht in diese Richtung, deswegen habe ich einfach hier das Brett jetzt so ein bisschen eingeschnitten. Stabilität sollte immer noch gegeben sein, genug. Und wir haben hier genug Platz, um hier runterzubauen. Mussten das Brett natürlich nicht ganz durchtrennen. Das hätte natürlich ein größeres Problem mit der Stabilität gebracht, aber ich glaube, das ist zu vertreten. Ansonsten sind hier die kleineren Löcher hier drin. Die habe ich einfach mit dem 10er-Bohrer reingebohrt, um jetzt die Kabel darunter zu versenken. Und das müssten auch alle sein, auch ungefähr an der richtigen Stelle. Ist ja ein bisschen flexibel mit den Kabeln. Aber ich denke, damit haben wir jetzt den Punkt erreicht, an dem wir die beiden Module, eigentlich sind es ja 3 Module, wieder an ihren Platz schieben können und die Kabel nach unten führen können und schauen können, wie wir das Ganze verkabeln. So, wir sind jetzt unter dem Tisch. Wie ihr sehen könnt, die Kabel hängen durch. Ich habe das Ganze jetzt auch noch ein bisschen beschriftet. Promenade, Straße. Hier die beiden Kabel, die zur Kanzlei gehören. Und hier drüben unser Sorgenkind, das Kabel, das zur Brickbank gehört. Und wie ihr sehen könnt, sieht das Kabel nicht so gut aus, denn ich habe es aus Versehen weiter oben über irgendeine scharfe Kante gezogen, weswegen sich das ganze Kabel jetzt hier so ein bisschen aufgedruselt hat und es geht tatsächlich nicht mehr. Ich habe alle anderen Anschlüsse getestet. Dieses Kabel ist murks und kaputt. Ich habe hier schon einen neuen USB-Stecker in der Hand. Ist ärgerlich, das heißt, ich muss den ausbauen, neu einbauen. Zumindest ist aber der Vorteil in der Geschichte, wir können mal kurz nach oben schauen, dass dieses Kabel das hier ist und es ist relativ leicht zu erreichen, denke ich, weil hier noch nicht so viel gebaut ist. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt mal aufmachen, Kabel austauschen und ja, Dinge, die einfach unnötig sind. So, wie ihr sehen könnt, leuchtet es, das heißt, Strom fließt durch die Module, die wir jetzt schon hier rübergebracht haben. Ich kann mit euch mal ganz kurz nach unten schauen. Verkabelung ist jetzt schon mal deutlich besser als vorher. Ist noch nicht die finale Lösung, aber gefällt mir schon mal deutlich besser. Wir haben hier den großen USB-Port. Das Kabel habe ich da hinten durch das Brett hindurch gemacht, damit es hinten rauskommt. Das dann später alles mal ein bisschen hübscher machen. Liegt hier einfach auf. Das hier ist momentan erstmal nur provisorisch, weil ich noch nicht genau weiß, wo die Brickbank am Ende ihren Strom herbekommt. Ansonsten haben wir hier einen Verteiler, der hier rüber geht, der versorgt momentan nur die Kanzlei und dann haben wir noch einen Verteiler, auch das ist momentan erstmal provisorisch, ein Verteiler hier vorne und der versorgt unsere Promenade und unsere Straße. Das heißt, ich werde jetzt noch mal kurz nach oben gehen, ihr seht uns auch hier, Loch habe ich getroffen, ebenso wie hier, Loch getroffen. Damit hätten wir das Problem schon mal gelöst und dann kann man noch mal nach oben schauen und dann sehen wir hier den Häuserblock in seiner Kleinheit hier auf dem aktuellen Tisch, wie gesagt 15 Quadratmeter ungefähr. Und wir werden jetzt die restlichen Elemente oben draufsetzen und dann haben wir hier auf jeden Fall heute schon mal einen ersten Schritt geschafft und ich bin sehr froh, dass das Ganze geklappt hat mit ein paar kleinen Problemen, aber es hat geklappt. Und hier sehen wir jetzt unser kleines, aber feines Endergebnis für heute. Und jetzt sieht man auch mal, wie winzig dieser Häuserblock auf dem Tisch aussieht. Aber wir haben alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Es hat wirklich, man glaubt es nicht unbedingt, aber doch einige Zeit gedauert, das Ganze vorzubereiten. Und dann noch die kleinen Probleme hier mit dem Kabel und so weiter. Nicht überlegen, wie man die Verkabelung unter dem Tisch macht, etc. Aber wir haben endlich den Häuserblock in der Stadt. Das heißt, nächsten Schritte werden wahrscheinlich sein, dass wir hier vorne anfangen, den Fluss wieder anzubringen, beziehungsweise wir müssen hier die ganze Brücke neu bauen. Und was ich auch gerne machen würde, ist, dass ich den Bahnhof relativ zeitnah dahin stelle, einfach um mal den Blick zu haben, den ich schon immer sehen wollte, wie es aussieht, wenn man hier Richtung Bahnhof schaut. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank beim Zuschauen oder fürs Zuschauen, besser gesagt.
das war's heute aus der Brickworld. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden jetzt weiterbauen, hier alles rüberholen nach und nach, anpassen, verändern. Hier wurde jetzt nicht so viel angepasst, weil das ja auch schon fürs neue Design gebaut wurde. Aber die anderen Sachen, die werden auf jeden Fall noch ein bisschen angepasst werden müssen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.